Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich, was tun ist, wenn aus so einem Ding kein Dampf mehr kommt. Ich werde aus zwei Geräten eins machen, dabei einem die Bügelsohne so mehr oder weniger gut erhalten ist, während sie beim anderen verbrannt ist. Sie ist hinüber, sie blättert schon zusammen mit der Keramikbeschichtung ab. Deshalb kommt das in den Müll, aber das Gehäuse selbst ist hier besser und hier habe ich die Sohle gereinigt, aber das Gehäuse ist schon etwas abgenutzt. Kurz gesagt, ich werde alles austauschen, diese besten Teile auswählen und zusammenbauen. Im Allgemeinen verstopft es hier, besonders in Deutschland. Schaut mal, was für ein Kalkbelag. Man muss oft entkalken, spezielle Lösung, einfüllen und reinigen. Aber wenn man diese Momente verpasst, dann verstopft dieses Kalkbelag das Ventil. Und ich zeige jetzt, wie man es zerlegt und reinigt. Hier bei einem, wahrscheinlich bei diesem, ist das Ventil verstopft, weil ein funktioniert und der andere nicht. Wir drücken den Knopf, aber es kommt kein Dampf. Also zeige ich jetzt, was zu tun ist. Und an dieses Ventil zu gelangen, müssen wir den Boden abschrauben. Der ganze Zugang ist von unten. Wir nehmen den Tank mit Wasser heraus. Wasser ist fast keines mehr drin, da wir es umdrehen müssen, damit nichts aufläuft. Aber ein bisschen Wasser wird trotzdem auslaufen, da hier drin ein Boiler mit Wasser ist und das Wasser kann auslaufen. Es ist angeschraubt, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Schrauben. Das ist ein Stern T20. Stern T20 und wir drehen die Schrauben heraus. So, Schrauben sind raus und wir öffnen den Deckel. So, was haben wir hier drin? Ich erkläre es kurz. Das ist der Boiler, er heizt das Wasser. Das Wasser kommt aus diesem Tank durch die Pumpe. Hier ist die Pumpe, dann das Ventil. Es pumpt Wasser in den Boiler. Im Boiler erhitzt es sich, ist das zweite Ventil. Es öffnet sich, wenn man den Knopf auf der Bügeleisen drückt. Knopf, ich erinnere mich nicht, welche. Diese hier wahrscheinlich. Wir drücken, dieses Ventil öffnet sich, heißes Wasser geht durch das Rohr, durch dieses Ventil in das Bügeleisen über den Schlauch. Hier sind Schlauch und Kabel und dieses Ventil verstopft oft mit Kalk. Es ist nicht nur ein Durchlassventil, das öffnet, er ist auch Überdruckventil. Es dient als Schutz, falls etwas schief geht. Aus Sicherheitsgründen, wenn der Druck in diesem Boiler zu hoch wird, damit der Boiler nicht explodiert. Dieses Ventil erfüllt auch eine Schutzfunktion. Es lässt überschüssigen Druck ab und wir werden es zerlegen. Dafür brauchen wir eine Rundzange. Manchmal braucht man noch eine kleine Schraubendreher und diese Klemme herauszuheben. Wie heißt sie? Na egal. Schreib es in die Kommentare. Diese Klemme nehmen wir heraus. Sie springt so raus, dass zweite Mal nehme ich sie raus, das zweite Mal springt sie so weg. Diese Feder, sie drückt das Ventil an, das Sicherheitsventil, sie drückt es an. Im Allgemeinen bei Überdruck wird die Feder zusammengedrückt und der Überdruck entweicht. Ganz einfach, wir haben es herausgenommen. Und weiter ziehen wir auch mit der Flaschzange, Rundzange den Kolben selbst heraus. Der ist einen geblieben, hier ist er, hier ist Beleg drauf. Aber das ist nicht viel, denn normalerweise ist dort alles weiß. Und man muss dort drinnen den Kalk auspulen. Das Problem kann in der Führung liegen. Dieser Elektromagnet bewegt den Stöbel und er kann auch wegen des Kalks festkleben. Deshalb werden wir ihn auch zerlegen und reinigen. Wir nehmen zuerst die Spule ab. Und hier ist es auch festgezogen. Ich nehme es mit einem Schlüssel so oder besser mit diesem hier.
Und wir schrauben es ab. Es dreht sich schwer. Hier ist dieser Stobel. Das alles reinigen wir auch. Blasen es durch und bauen es wieder zusammen. Stoßen, Feder, Botzen, Pulle aussetzen. Wir setzen es zurück und stecken den Stecker auch ein. Und jetzt prüfen wir, wie es funktioniert wird. Jetzt zeige ich, was passiert. Das Bügeleisen ist schon heiß. Das grüne Licht leuchtet. Das Ventil lose aus. Davor war das Ventil verklebt. Diese ganze Zeit ich offene Position. Nach der Reinigung arbeitet das Ventil normal.